Ende der 60er Jahre verfügte Aquastar mit der Bentos eigentlich über die ideale Taucheruhr. Ausgestattet mit einem bis 500 Meter wasserdichten Gehäuse, einer einseitig rastenden Lünette und einem zusätzlichen Minutenzähler aus der Mitte, der sich über einen Drücker bedienen ließ, war die Uhr eigentlich für jedes Taucherbedürfnis gewappnet. Und wem das damals nicht gereicht hat, für den gab es noch ein Navigationspanel, mit dem sich die Uhr um einen Kompass und um einen Tiefenmesser erweitern ließ. Trotz aller Innovationskraft ist Aquastar nicht ganz unbeschadet durch die Quarzkrise gekommen. Umso größer war die Freude, als 2020 der Neustart unter neuem Besitzer gestartet wurde und auch geglückt ist. Und damit ist auch die Vorfreude darauf gestiegen, dass irgendwann wieder mal eine Bentos in der Kollektion auftauchen müsste. Das hat nochmal 3 respektive 4 Jahre gedauert. Hauptgrund war der Mangel eines Werks mit einem zusätzlichen Minutenzähler. Das musste zuerst entwickelt werden, in diesem Fall von La Joux-Perret, das ein Kaliber beigesteuert hat mit 60 Stunden Gangreserve. Das Layout von Drücker und Krone wurde im Vergleich zum Original hier abgetauscht. Ebenfalls ist die Wasserdichtheit nicht mehr mit 500 Meter angegeben, sondern mit 200, was nichts mit einer allenfalls reduzierten Qualität, im Gegenteil, sondern vielmehr mit einer etwas realistischeren Betrachtungsweise der neuen Besitzer zu tun hat, was ein nicht verschraubter Drücker heute unter Wasser zu leisten vermag. Der Durchmesser ist mit 42 mm gleich geblieben, die Lünetteneinlage ist neu aus Keramik, rastet mit 120 Schritten. Das Ganze nennt sich Founders Edition, ist limitiert und wird Ende April, Anfang Mai erstmals ausgeliefert zu einem Vorbestellpreis von $2.097. Danach steigt der Preis auf $3.790. Die Uhr ist in dieser Form limitiert, kommt mit einer beigefarbenen Leuchtmasse, Aufdrehring, Zeigern und Indexen, womit der Look eines 50-jährigen Exemplares natürlich imitiert wird, gleichzeitig aber auch etwas Kontrast zur weißen Schrift und dem Reo entsteht. Die Uhr ist, wie gesagt, limitiert, ist mittlerweile, glaube ich, auch bereits ausverkauft. Man kann davon ausgehen, dass das nicht das letzte Wort von Aquastar und der Bentos gewesen ist. Die Uhr war damals schon relativ legendär, eine der wenigen Uhren, die von der US Navy approved war, nicht offiziell ausgegeben worden ist, aber für Navy-Taucher zum Einsatz empfohlen war, also gekauft werden konnte, einer doch relativ kleinen Handvoll Uhren, die dieses Prädikat in den 70er Jahren erhalten hatte. Wer mehr über die neue Bentos erfahren möchte oder die Geschichte der originalen Bentos von 1969 und den Modellen, die danach gekommen sind, im Beschrieb des Videos hat es weitere Informationen und einen Link zu einem etwas ausführlichen Artikel auf der Website mit weiteren Fotos und allen Informationen zur Neuauflage, respektive aber auch zum Original von 1969. Wer dennoch noch Fragen hat, kann gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich werde mir Mühe geben, diese so schnell wie möglich zu beantworten. Ich freue mich umso mehr über ein Like, ganz besonders über ein Subscribe, weil ich damit sicherstellen kann, dass solche Videos, sofern sie dem Geschmack entsprechen, in Zukunft auch ganz automatisch im Feed auftauchen.